Hallo, geschätzte Freunde der Kreativität. Ich begrüße euch zu einem neuen Kreativ-Espresso hier auf Ulrike Hirsch TV. Kürzlich habe ich ein neues Gute-Frage-Video herausgegeben und darin ging es darum, wie wir unserer Kreativität in unserem Alltag mehr Raum geben können. Heute und hier in diesem Kreativ-Espresso möchte ich euch dazu einen ganz konkreten Projektvorschlag machen. Zuallererst braucht ihr für dieses Projekt Papier. Ich habe hier so einen Universalblock von Gerstecker. Darauf könnt ihr mit allen möglichen Materialien arbeiten. Oder wenn ihr Aquarellliebhaber seid, und immer wieder gerne mit Wasser arbeitet, geht auch Aquarellpapier. Eine ganz unkomplizierte Variante ist auch Papier aus dem Drucker, wenn ihr gerade gar nichts anderes zur Hand habt oder unterwegs seid. Ich greife jetzt in diesem Video zu dem Universalpapier und dann nutze ich einen Acrylstift oder ihr könnt auch ganz einfach ein Edding nehmen. Wichtig ist hierbei, dass der Stift nicht wasserlöslich ist. Und jetzt erschafft ihr auf dem Papier ganz wild und frei kreisrunde Räume. Das heißt, ihr zeichnet Kreise. Ungefähr so groß wie die Größe eurer Handfläche. Ihr könnt es hier mal vergleichen. Ungefähr so groß ist meine Handfläche, also der kreisrunde Raum sollte in eure Handfläche passen. Gerne, wenn ihr wollt, könnt ihr auch kleinere zeichnen, aber so die Handfläche, das ist eine gute Größe und da passen auch ungefähr 12 Kreise auf ein A4-Blatt. Und das macht ihr ganz unbeschwert. Also wenn die Kreise nicht perfekt werden, sondern eher mal ein Ei oder eine Delle haben, dann macht ihr euch keinen Kopf, das ist kein Problem. Oder wenn es mal fast ein Viereck ist, ist das auch nicht schlimm. Oder ein Ei. Wichtig ist, dass die Räume geschlossen sind. Achtet darauf, dass Anfang und Ende sich berühren. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann helft ein bisschen nach. Und so zieht ihr ganz in Ruhe, da könnt ihr auch eine kleine Meditation draus machen, einen Kreis nach dem anderen auf eurem Papier. Das ist jetzt eine Variante, 3 mal 4, das sind 12 Kreise, sehr wohlgeordnet. Wenn euch das zu ordentlich ist und ihr mehr so zur chaotischen Front gehört, dann könnt ihr das auch ganz anders machen. Anfang und Ende berühren sich. Hierbei ist es jetzt möglicherweise nicht immer gegeben, dass alle Kreise perfekt rund sind, aber es sind Räume. Und das sind jetzt sogar einer mehr als auf dem anderen Blatt. Ihr entscheidet, was euch mehr anspricht. Ihr könnt auch ein A3-Blatt nehmen und richtig viele Kreise drauf zeichnen. Dann habt ihr eventuell 24, 25 Kreise. Und jetzt geht es darum, dass ihr jeden Tag einen Kreis auf eurem Blatt Papier füllt. Das heißt, ihr nehmt euch jeden Tag Zeit, um einen der runden Räume auf dem Blatt Papier zu erfüllen. Mit dem, was euch an diesem Tag bewegt hat. Wenn ihr dann jeden Tag einen der Kreise füllt, könnt ihr gerne auch oben in der Ecke außen neben dem Kreis das Datum vermerken oder einfach die Kreise nummerieren, dass ihr wisst, in welcher Reihenfolge ihr sie gefüllt habt. Wichtig hierbei ist, dass ihr das jeden Tag macht, also möglichst keinen Tag auslassen. Ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele, wie ihr eure kreisrunden kreativen Räume füllen könnt. Eine Möglichkeit ist, einem Kreis eine Farbe zu geben. Wenn ihr euch hinsetzt und euch Zeit nehmt, um euren kreativen Raum zu füllen, könnt ihr einfach mal hineinspüren, welche Farbe hat dieser Moment, welche Farbe hat dieser Tag, auf welche Farbe habe ich gerade Lust. Und dann könnt ihr den Raum einfach mit dieser Farbe erfüllen. Ich nutze jetzt hierfür einen Buntstift. Ihr könnt aber auch Filzstifte oder Aquarellfarben oder alle möglichen anderen Farben nutzen. Buntstift ist sehr unkompliziert und alltagstauglich. Der macht keine Kleckse. Den könnt ihr einfach auch auf dem Bürotisch liegen haben. Der hinterlässt fast keine Spuren und schon ist der erste Raum erfüllt. Ihr seht schon, es muss nicht immer kompliziert sein oder ein riesengroßes Kunstwerk, sondern es geht einfach darum, den Kontakt zur eigenen Kreativität zu pflegen, auch in Zeiten,
wo nicht viel Raum ist dafür. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn wir wieder in unseren kreisrunden Raum spüren oder auch in uns hinein oder in den Tag, in diesen Moment, dass wir den Raum mit mehreren Farben füllen. Hierfür könnt ihr in eurer Materialkiste stöbern und einfach mal alle Farben heraussuchen, die euch gerade ansprechen. Und dann könnt ihr einfach all diesen Farben in eurem kreisrunden Raum einen Platz geben. Ja, ihr seht auch hier wieder, es muss kein Kunstwerk sein, es muss kein Bild sein. Es ist einfach eine Momentaufnahme, in der ihr die Farben festhaltet, die ihr gerade wahrnehmt, auf die ihr gerade Lust habt, ja, die euch gerade anspringen. Könnt ihr auch, wenn ihr mögt, gerne etwas mit Farbverläufen spielen, die Farben etwas ineinander ausklingen lassen. Und ein weiterer Raum ist gefüllt. Ein weiteres Mal haben wir den Kontakt zu unserer Kreativität gepflegt. Nehmen wir an, euer Tag hatte eine gewisse bunte Qualität und ihr würdet diese gerne ornamental darstellen. Dann könnt ihr das auch mit Buntstiften ganz prima tun oder mit Filzstiften oder Feinlinern aller Art. Ja, ihr könnt ja einfach mal überlegen, wie sähe mein Tag aus, wenn er ein Stück Tapete wäre oder Geschenkpapier. Und dann könnt ihr das ganz spielerisch als wiederkehrendes Muster darstellen. Wichtig ist, dass ihr euch hierbei Zeit nehmt, in Kontakt mit euch geht, in Kontakt mit dem Material und mit dem Papier. Und dass ihr den Raum ganz in Ruhe mit den Farben, mit den Mustern, ja, mit den Figuren dieses Momentes erfüllt. Jetzt wird es schon etwas komplexer. Wir nehmen jetzt ein Glas Wasser dazu und einen Pinsel. Und zum Beispiel können wir unseren kreisrunden Raum einfach erstmal mit Wasser erfüllen. Aus diesem Grund habe ich vorher erwähnt, dass es gut ist, wenn wir die Kreise mit nicht wasserlöslichen Materialien zeichnen. Ja, einfach damit sich die schwarze Farbe jetzt nicht nach innen hin auflöst. Und wenn der kreisrunde Raum schön mit Wasser getränkt ist, dann können wir Aquarellfarben nehmen und diese in den Raum hineintropfen, ja, oder mit dem Pinsel auftragen und auf diese Weise den Raum füllen. Hier könnt ihr ganz prima wieder mit Farbverläufen arbeiten. Ja, ihr könnt einfach, indem ihr zwei verschiedene Farben in den Kreis hineinbringt, an den gegenüberliegenden Seiten und diese dann ineinander führt. Dazu wascht ihr den Pinsel wieder aus, ja, und wenn dann nur noch Wasser im Pinsel ist, könnt ihr an der Stelle, wo sich die beiden Farben begegnen, ein Stück nachhelfen. So könnt ihr wunderschöne Farbverläufe mit Aquarellfarben oder auch Wasserfarbspiele in eurem kreisrunden Raum erschaffen. Auch das ist eine sehr entspannende Möglichkeit, etwas Zeit mit der eigenen Kreativität zu verbringen. Einen weiteren Kreis könnten wir zum Beispiel mit einem Gesicht füllen. Auf diese Weise können wir gut darstellen oder auch festhalten, wie wir uns in diesem Moment fühlen. Ja, ein Gesicht auf ganz einfache Weise dargestellt. Damit lässt sich wunderbar eine Momentaufnahme auf dem Papier erhalten. Ja, das ist ein sehr friedvoller Moment. Und wenn wir Lust haben, können wir hier auch noch mit Buntstiften hineingehen oder mit Aquarellstiften oder mit Aquarellfarben. Einfach ein paar Akzente setzen und schon ist dieser kreative Raum erfüllt. Und wenn das noch nicht genug ist, können wir auch gerne einfach noch ein wenig schraffieren mit einem Buntstift. So wird es eine schöne Mischtechnik in diesem Raum. Je nachdem, wie ihr Lust habt, könnt ihr es auch etwas schattieren oder betonen, ja, verschiedene Stellen noch etwas nachbetonen. Und wieder ist ein Raum erfüllt.
Eine weitere Möglichkeit ist das Zeichnen von meditativen Mustern. Ja, im Allgemeinen wird es auch Dudeln oder Senthengel genannt. Ich nenne es immer wieder gern intuitives Zeichnen, weil es ja schon auch sehr aus der Intuition geboren ist, wenn wir es direkt aus dem Moment schöpfen. Hier können wir ein bestimmtes Ornament oder auch mehrere, die uns gerade gut tun, so lange wiederholen, bis wir den Impuls verspüren, dass wir gern mit einem anderen Ornament weitermachen möchten. Einfach ein paar Linien zum Einsteigen und dann können Halbkreise folgen oder Blütenblätter, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Und das Muster oder die Ornamente können sich ganz entspannt und fluide auf dem Papier weiterentwickeln, größer werden oder auch kleiner werden, dichter oder lockerer. Und immer wenn ihr spürt, jetzt ist Zeit für etwas Neues gekommen, dann bringt ihr einen neuen Impuls mit in das Muster. Und all das geschieht ganz in Ruhe und entspannt. Ja, ihr nehmt euch Zeit, um eure Kreativität in eurem Alltag zu pflegen. Ihr nehmt euch Raum und ihr erfüllt diesen Raum mit einem harmonischen, wohltuenden Muster. Oder, wenn ihr es in diesem Moment braucht und wollt, könnt ihr auch ein weniger harmonisches Muster in euren Raum hineinzeichnen. Auch das hat seine Berechtigung. Und ihr genießt die Zeit, die ihr mit euch verbringt. In eurem kleinen, kreisrunden, kreativen Raum auf dem Papier. Macht es ganz bewusst zu einer täglichen, kleinen Meditation. Zu einer täglichen, kleinen Reise. Zu euch selbst, mit euch selbst. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr diese winzigen Räume, ja, in dem kreisrunden Raum auch noch mit verschiedenen Farben füllen. Dann wird es richtig bunt. Eine weitere Möglichkeit, den kreativen Raum zu füllen, ist, eine Figur hineinzuzeichnen. Hierbei könnt ihr euch selber zeichnen als Figur. Ja, darauf bin ich ja in meiner Video-Workshop-Reihe Authentisch Zeichnen schon sehr genau drauf eingegangen. Wenn ihr bereits damit Erfahrung habt, könnt ihr diese Herangehensweise auch wunderbar für diese kreisrunden Räume auf dem Papier nutzen. Ihr könnt einfach auf euren Tag zurückblicken und euch einen Moment heraussuchen, der euch berührt hat. Und diesen Moment stellt ihr in diesem kreisrunden Raum dar, mit euch als Figur. Ein sehr schöner Moment für mich ist, dass ich gerade diesen Kreativ-Espresso für euch drehe. Und so finde ich das auch sehr würdig, einen dieser kreativen Räume damit zu füllen. Und ihr beginnt im Idealfall mit euch als Figur und stellt dann euer Umfeld, ja, oder die Szenerie, in der ihr euch befunden habt, auf dem Papier dar. So, das ist meine Kamera. Ich rede ja auch immer ein paar Worte in den Espressos, also kommt es auch noch dazu. Und heute ist außerdem ein sehr sonniger Tag. Und das Ganze könnt ihr dann noch farbig gestalten. Eine weitere Möglichkeit, so einen Raum zu erfüllen, ist das Mandala. Und hier gibt es unzählige Möglichkeiten. Ihr könnt mit Feinlinern arbeiten, ihr könnt mit Buntstiften arbeiten, ihr könnt auch mit Aquarellfarben arbeiten. Das werde ich jetzt mal tun. Ich werde erstmal ein grobes Farbgerüst mit Aquarellfarben erschaffen. Das geschieht relativ spontan. Und anschließend gehe ich mit Aquarellstiften in die nasse Aquarellfarbe hinein. Das macht sehr viel Spaß, ja, und ist auch eine gute Möglichkeit, den Aquarellstiften gleich noch mehr Farbintensität zu geben. Wenn wir die ins Wasser tunken oder mit dem Wasserpinsel drüber gehen, ne, nachdem wir damit gezeichnet haben, oder wenn wir auf einem nassen Untergrund zeichnen, dann gewinnen die richtig schön an Intensität. Also jeden Tag ein kleines Mandala in einen kreativen Raum hineinzeichnen. Das hat auch eine sehr schöne meditative Qualität. Also macht's einfach, ja, haltet's einfach. Wenn ihr nicht viel Zeit habt zwischendurch oder an den Tagen,
dann nehmt euch nicht zu viel vor. Macht lieber wenig, aber dafür entspannt und in Tiefe und Hinwendung. Lieber eine Linie in Hinwendung als 100 Linien angespannt und unter Zeitdruck. Noch eine Möglichkeit sind Worte. Wenn es an diesem Tag oder in diesem Moment ein Wort gibt, das euch begleitet oder berührt, dann könnt ihr in eurem kreisrunden kreativen Raum dieses Wort zeichnen und farbig gestalten oder auch mit Schwarz-Weiß arbeiten und das Wort ornamental gestalten. Hierzu ordnet ihr die Buchstaben auf welche Weise auch immer, der Reihe nach, hilft schon, damit man das Wort lesen kann, in dem Kreis an. Ich habe jetzt mit Aquarellstiften gezeichnet und jetzt nehme ich mir den Wasserpinsel dazu und arbeite die ganze Sache noch etwas nach. Wenn ich dann das Gefühl habe, es braucht noch etwas Verstärkung, ja, die Buchstaben, dann kann ich noch mal reingehen. Ich kann sogar ganz wagemutig und wild verschiedene Farben noch mit einbringen und noch ein paar Punkte. Und diesen Raum haben wir mit Kreativität erfüllt. In vielerlei Hinsicht. Jetzt zeige ich euch noch, wie wir nur mit Schwarz-Weiß mit einem Wort arbeiten können. Ihr könnt einfach die Kontur der Buchstaben in das Feld schreiben. Das erfordert etwas Übung, aber ist auch eine sehr meditative Tätigkeit. Ja, und dann ist ein Weg, den ich sehr mag, einfach den restlichen Raum mit Ornamenten zu füllen. Also in diesem Fall ganz einfach mit Linien. Ja, ihr könntet auch Punkte nehmen, um den restlichen Raum zu füllen oder den Raum hinter den Buchstaben oder um die Buchstaben herum. Auf diese Weise sieht es jetzt aus, als wenn die Buchstaben auf den Linien drauf liegen. Und dann könnt ihr den Buchstaben auch noch, wenn ihr mögt, einen kleinen Schatten verpassen oder eine schwarze Kante. So werden sie etwas plastischer und auch etwas deutlicher auf dem Untergrund sichtbar. Also das ist etwas, was sehr viel Spaß macht, ja, wenn ihr diese Art von meditativen, zeichnerischen Herangehensweisen mögt, dann braucht ihr nicht mehr und nicht weniger als ein Wort, also ein paar Buchstaben. Es könnte sogar auch der Anfangsbuchstabe eines Wortes sein, ja, oder eines Menschen, der euch an diesem Tag viel gegeben hat, ja, oder der euch berührt hat. Dann nehmt ihr einen Buchstaben und gestaltet diesen ornamental, entweder ganz in Schwarz-Weiß oder auch farbig. Und wieder haben wir etwas Zeit mit unserer Kreativität verbracht und die Beziehung gepflegt. So wie wir mit einem Wort arbeiten können, können wir auch mit einem Symbol arbeiten. Aber wenn euch an dem Tag ein bestimmtes Symbol vor dem inneren Auge erschienen ist oder auch vor den äußeren Augen, Symbole sind ein sehr schöner Weg, Informationen und Energien in einem ganz einfachen Zeichen zu verpacken. Ich greife jetzt hier zur Veranschaulichung mal auf eins zurück, das ich sehr liebe. Und zwar ist es die Spirale. Die passt auch wunderbar in den kreisrunden Raum hinein. Und im Nachhinein könnt ihr auch noch mit Aquarellfarben hineingehen. Ja, das ist jetzt ein Buntstift, mit dem ich gearbeitet habe. Der lässt sich überhaupt nicht beeindrucken von dem Wasser der Aquarellfarbe. Je nachdem, wie ihr es mögt. Wenn ihr es schätzt, dass die Sachen auf ihrem Platz bleiben, die Farben, dann nutzt Buntstifte oder nicht wasserlösliche Materialien. Und wenn ihr es aber mögt, dass alles miteinander in Kontakt geht, dann ist es natürlich gut, wenn ihr mit Aquarellstiften arbeitet, um ein hohes Maß an Fließen und Miteinander verbinden
auf dem Papier zu erleben. Und den letzten kreativen Raum auf dem Papier möchte ich noch mit einer weiteren Herangehensweise füllen, und zwar mit einem Schnipsel. Hier habe ich aus einem alten Bild, mit dem ich vorhin etwas rumgespielt habe, einen Schnipsel herausgerissen, und den fand ich so schön, dass ich den nicht einfach wegtun wollte. Und diesen Schnipsel, den können wir jetzt einfach in diesem Raum aufkleben. Da sucht ihr euch den stimmigsten Platz heraus. In meinem Fall ist das jetzt hier unten. Und dann klebt ihr den Schnipsel auf. Das kann alles Mögliche sein. Das kann auch ein Stück Geschenkpapier sein, ja, oder ein Kassenbon, etwas von irgendeiner Verpackung, ja, wo was drin war, was euch heute Freude gemacht hat. Reißt ihr einfach einen Schnipsel ab und klebt den in euren kreisrunden Raum. Und dann könnt ihr damit kreativ umgehen. Ihr könnt etwas dazu schreiben oder die Farben aufgreifen und weiterführen. Manchmal, in meinem Fall, wenn das Aquarellfarbe ist hier drauf, ja, es ist Aquarellfarbe, kann ich es auch noch ein bisschen weiterführen. Und dann greife ich nochmal zu meinen Aquarellstiften. Und ein weiterer kreativer Raum ist mit Farben erfüllt. Hier seht ihr noch einmal alle 12 auf einen Blick, und das ist nur ein winziger Teil von dem, was möglich ist. Dies sollte nur als Starthilfe dienen, und jetzt seid ihr dran. Ich hoffe, mit diesem kleinen, feinen Projekt konnte ich euch inspirieren. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Füllen der kreisrunden kreativen Räume auf dem Papier und eine bunte Zeit. Macht's gut und wir sehen uns. Tschüss!